Hallo, ich möchte euch hier das neue Gesellschaftsspiel Ekogon vorstellen. Ein Legespiel, wie ihr es wohl noch nie gesehen habt. Geeignet ist das Ganze für 1 bis 6 oder sogar mehr Spieler ab 8 Jahren. Und wie lange ihr spielen möchtet, könnt ihr selbst bestimmen. Bei Ekogon könnt ihr die Natur gestalten, wie sie euch gefällt. Versucht mit euren Mitspielern zusammen ein blühendes und stabiles Ökosystem zu erschaffen und den Widrigkeiten von Mensch und Umwelt zu trotzen. Dabei müsst ihr keinerlei Vorwissen über die heimische Natur haben. Alles, was ihr wissen müsst, steht direkt auf den Karten. Ihr könnt euch bei Ekogon entscheiden, ob ihr kooperativ spielen möchtet und gemeinsam gegen den Ereignisstapel antretet oder ob ihr lieber im Wettstreit gegen eure Mitspieler die meisten Punkte sichern wollt. Bei beiden Varianten bekommt ihr Siegespunkte durch das Etablieren von Tieren. Dazu aber später mehr. Im Folgenden erkläre ich euch, wie man Ekogon in der Gemeinschaftsvariante spielt. Anschließend wird noch kurz die fortgeschrittenen Variante vorgestellt, sowie abweichend die Regeln, wenn ihr lieber gegeneinander spielen wollt. Viel Spaß! Als erstes sucht ihr einen Lebensraum aus den sechseckigen Naturkarten raus und platziert diesen in der Mitte des Spielfeldes. Dies ist euer Startlebensraum. Anschließend mischt ihr die Naturkarten zu einem oder mehreren Stapeln. Die Ereigniskarten werden ebenfalls gemischt und die gewünschte Anzahl zu einem Stapel am Rande des Spielfeldes bereitgelegt. Je mehr Karten ihr nehmt, desto länger dauert das Spiel. Ebenfalls am Spielfeldrand werden die Spielmarker bereitgelegt. In der kooperativen Spielvariante ist es egal, welche Farben ihr nehmt. Wenn alles fertig ist, zieht nun jeder Spieler 2 Karten vom Naturstapel auf seine Hand. Jetzt seid ihr bereit, das Spiel zu beginnen. Ekogon funktioniert rundenbasiert. Zuerst wird der Startspieler ermittelt. Anfangen tut die Person, die als letztes unter freiem Himmel war. Als erstes wird immer eine Karte vom Naturstapel gezogen. Anschließend darf man so viele Karten von der Hand ausspielen, wie man möchte. Man muss allerdings keine Karte ausspielen, darf aber am Ende seines Zuges nicht mehr als 3 Karten auf der Hand halten. Ist der Zug beendet, kommt der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an die Reihe. Bei Ekogon gibt es 3 verschiedene Typen der sechseckigen Naturkarten: Lebensräume, Pflanzen und Tiere. Lebensräume sind die Karten mit Landschaftsillustrationen. Sie dienen als Lebensgrundlage für alle Pflanzen und Tiere. Diese müssen nämlich an mindestens einem Lebensraum angrenzen, damit sie ausgespielt werden dürfen. Alle Lebewesenkarten sind in 2 Bereiche aufgeteilt: hell und dunkel. Im oberen hellen Bereich wird angezeigt, was für ein Lebewesen es darstellt und was es gibt. So steht bei Tieren im obersten Feld der Name und links daneben, wie groß es ist. Je mehr Punkte dort in der Raute stehen, desto größer das Tier. 1 Punkt entspricht beispielsweise einer Blattlaus und 5 Punkte einem Wildschwein. Rechts oben steht eine Zahl. Sie gibt die Siegespunkte an, die es gibt, wenn das Tier etabliert wurde. Ein Tier zu etablieren heißt, alle im unteren Bereich der Karte stehenden Bedürfnisse zu erfüllen. In diesem Fall wird für den Schmetterling ein Kraut und eine Blüte benötigt. Sobald eine Karte mit diesem Symbol in Rautenform in direktem Kontakt steht, zählt das Bedürfnis als erfüllt. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass diese Art ebenfalls an einem Lebensraum angrenzt. Pflanzen unterscheiden sich zu Tieren durch einen grünen anstelle roten Rand um die Illustration. Im unteren Bereich der Karte stehen keine Symbole. Das heißt, sie sind automatisch etabliert, sobald sie an einem Lebensraum liegen. Bei Ekogon dienen Pflanzen als Lebensgrundlage für Tiere. Seien es die Blüten, die Nektar liefern, Blätter, die gefressen werden,
oder Baumhöhlen als Nistplatz. Im oberen Bereich der Karte stehen links und rechts Symbole, die von den Tieren genutzt werden können. Um den Schmetterling erfolgreich zu etablieren, fehlt also noch eine Blüte. Aber erst einmal ist der nächste Spieler an der Reihe. Dieser zieht zu Beginn seines Zuges eine Karte und hat Glück. Es ist eine Wicke. Diese Pflanze hat das Blütensymbol und kann somit den Schmetterling fertig etablieren. Beim Ausspielen ist wieder darauf zu achten, dass auch die Wicke an einem Lebensraum grenzt. Jetzt hat der Schmetterling alles, was er zum Überleben braucht und zählt als etabliert. Dazu wird ein Spielmarker aus dem Vorrat genommen und auf das Tier gelegt. Der Spieler ist aber noch nicht fertig. Er möchte noch das Rotkehlchen spielen. Dieses frisst auch tierische Nahrung, angezeigt durch den roten Kreis im unteren Bereich der Karte. Welche Größe das Tier haben muss, wird wieder durch die Anzahl der Punkte im Kreis angezeigt. In diesem Fall wird ein Tier der Größe 2 benötigt, was der zuvor gelegte Schmetterling ist. Momentan kann der Vogel nur im unteren Bereich des Spielfeldes gelegt werden. Damit das Rotkehlchen aber direkt an den Schmetterling gelegt werden darf, wird erst ein zweiter Lebensraum benötigt. Dieser wird ebenfalls von der Hand ausgespielt und kann überall an eine bereits liegende Karte angelegt werden. Jetzt kann auch der Vogel gespielt werden und findet zwischen dem Schmetterling und der Brennnessel einen perfekten Platz. Es wird neben einem Tier der Größe 2 nämlich auch pflanzliche Nahrung benötigt. In diesem Fall habt ihr die Auswahl zwischen einem der beiden Symbole, die mit einem Strich verbunden sind: Früchte oder Samen. Da das Rotkehlchen nun neben einer Brennnessel liegt, ernährt es sich von den Samen der Pflanze und ist somit etabliert. Sobald ein zweiter Lebensraum im Spiel ist, werden die Ereigniskarten aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt wird nach je 3 Spielzügen eine Ereigniskarte vom Stapel gezogen und aktiviert. Dies geschieht zwischen den Zügen der Spieler. In unserem Beispiel ist es das Herbizid. Diese Karte besagt, dass jeweils eine Pflanze mit dem Grassymbol und eine mit dem Krautsymbol dauerhaft entfernt werden müssen. Wir haben hier 2 Lebewesen mit dem Krautsymbol und müssen uns für eines der beiden entscheiden. Dies sprecht ihr in der Gruppe ab und stimmt zur Not ab, wenn ihr euch nicht einig werdet. Hier fällt die Wahl auf die Wicke, da diese zurzeit nur dem Schmetterling etwas bringt. Also nehmen wir die Pflanze aus dem Ökosystem und legen es auf die Ablage neben dem Naturstapel. Jetzt müssen wir noch eine Graspflanze aus dem Spiel nehmen. Zu unserem Glück haben wir noch keine ausgespielt und so verfällt diese Aktion. Hätten wir ein Ereignis gezogen, welches wir gar nicht ausspielen können, wird die Karte verdeckt wieder unter den Ereignisstapel gelegt und kommt am Ende des Spieles nochmal zum Einsatz. Da nun der kleine Fuchs keine Blüte mehr zur Verfügung hat, zählt er nicht mehr als etabliert und verliert die Siegespunkte. Der Spielmarker wird von der Karte genommen. Im Laufe des Spiels muss nun wieder dafür gesorgt werden, dass der Schmetterling eine neue Blüte bekommt. Ist dies nicht der Fall und ein Tier wird völlig umbaut mit Karten, die ihm nichts bringen, wird es aus dem Spiel genommen. Versucht also während des Spiels so viel Tiere wie möglich zu etablieren. Nur so könnt ihr Ekogon auch gewinnen. Das Spiel endet erst, wenn die letzte Ereigniskarte gezogen und ausgeführt wurde. Habt ihr diese überstanden, zählt ihr nun alle erreichten Siegespunkte. Jetzt wird sich herausstellen, ob euer Ökosystem groß und stabil genug ist. Erst wenn ihr mindestens doppelt so viele Siegespunkte gesammelt habt, wie ihr Ereigniskarten im Spiel hattet, wart ihr erfolgreich. Das war die Spielanleitung für die kooperative Einsteigerversion. Wenn ihr Ekogon noch nie gespielt habt, solltet ihr am besten jetzt gleich damit loslegen.
Für die, die es genauer wissen wollen, erkläre ich jetzt die fortgeschrittenen Variante, die mehr Realismus ins Spiel bringt und einen höheren Anspruch an die Spieler stellt.